Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und heute sind wir mal auf EU5, denn dort geht es sehr, sehr heiß her. Sehr, sehr heiß, seitdem es den Server gibt. Also im Prinzip, ja, die beiden Teams hier, die schenken sich nichts. Wir wollen mal gucken, wie es aktuell aussieht. Also wir hatten 2 Fights, Angriffe jeweils der Tavernenflotte. Den hatten wir hier verloren. Da hat mich zum Beispiel der Rosbart-Robert einfach mal, ja, richtig kaputt gemacht, möchte ich sagen. Also, zack. Mit 68 Millionen hat er mich weggeschickt, ja. Und so weiter und so fort. Also den sehe ich sehr häufig in den Kämpfen. Auch in dem Fight, den wir gewonnen haben tatsächlich. Da hatte ich erst Gamersky, ja. Und ja gut, der war natürlich schon angeschlagen, der Kollege, ne? Den hat er noch besiegt und er hat dann erstmal hier auch 30 Millionen und nochmal 38 Millionen, also mich richtig kaputt gemacht. Kalash hat dann auch gleich nochmal eine reinbekommen, aber hinten raus hatte man dann gewonnen. Es war knapp. Datalize als letzter Spieler gegen Freya Feuerfehr. Man muss sagen, Jakito hatten wir auch, der hat sich echt 2 oder 3 Mal revived, hat ein paar Leute mitgenommen hinten raus, also das war ziemlich krass. Als Dämonenjäger ist es schon mit ein bisschen viel Impact. Und im Schnitt muss man sagen, wenn jetzt Tavernenflotte gewinnt, haben sie eigentlich klarere Siege als wir. Aber ja, wir gewinnen halt auch hin und wieder. Ja, und deshalb war es jetzt zuletzt so, dass sie über uns stehen. Eigentlich die ganze letzte Zeit, würde ich mal meinen. Und es gab natürlich nochmal einen neuen Fight. Den wollen wir uns mal angucken. Also Adelaine bei uns, 188. Ich glaube relativ neu. Also es sind halt auch tatsächlich wieder, ja, ein paar Spieler gedroppt. Also Sonetti zum Beispiel, der auch ja, glaube ich, Content Creator ist. Ja, das ist halt schade. Es gehört dazu. Ja, man sieht es natürlich bei der eigenen Gilde häufiger. Und klar, bei Tavernenflotte müsste man das jetzt tatsächlich, also man müsste jetzt alle Namen einfach jedes Mal mit aufführen und gucken, sind die denn alle noch dabei. Aber selbst wenn jetzt Tavernenflotte zum Beispiel einen verliert, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht einer aus dem Heimathafen kommt, da. Auch die sind ganz klar separat. Also es ist nicht so, dass die sich, dass das eine Wing-Gilde ist oder so. Das ist eigentlich eine separate Gilde, aber trotzdem haben die ja einen Spielerpool. Und es ist gar nicht so einfach, immer dann auch gute neue Bewerber zu finden allgemein. Also wenn jetzt einer plötzlich aufhört, dass dann ein anderer kommt und sagt, ey, ja, ich kann den Platz füllen, das ist gar nicht häufig der Fall. Ja, also Fixty hat hier einen guten Fight gegen Babuto hingelegt. Babuto hat sich wiederbelebt, hat auch noch den Meuterer Mando gut Schaden mitgenommen. Und Meuterer Mando kämpft jetzt natürlich gegen Wandi. Es ist stark die Battle Mages, ne? Egal wer dran kommt, die kriegen erstmal einen Feuerball ab. Das, oder heißt es jetzt Arcana of Komete? Für mich wird es immer ein Feuerball bleiben. Aber dann hinten raus natürlich, ja, kannst du ein bisschen aufhören. Also da muss man immer hoffen, dass der Gegner halt auch seine Fähigkeit nicht einsetzt. Und zum Beispiel auch der Grosume Krugu, ne, der hatte jetzt so einen Rage-Angriff. Dann hat Wandi ausgewichen, aber beim zweiten Mal hat es geklappt. Nimm Kuru oder aka Knuffi TV darf jetzt hier Grogu fertig machen. Aber Grogu hat sich nochmal stark hinten raus gezeigt. Und jetzt ein Fight, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, Magier? Nee. Und das gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, der Druide, richtig. Ja, hat sich auch nochmal durchgesetzt mit dem schönen Flach. Hier reicht jetzt noch nicht für viel Damage gegen Zokrok. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Man sieht im Prinzip unten, ne, die Fights, ja. Also 48, also das ist natürlich für eine angreifende Gilde. Also entweder, ne, man hat sich nicht angemeldet oder es kam halt gar nicht so viel dran. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt eher da, dass wir diesen Kampf verlieren. Ich gehe mal höher in den Speed rein, währenddessen wir Asturak gegen Knight sehen. Assassine gegen einen Krieger, glaube ich, ist das. Sich der Assassinen durchgesetzt. Er ist jetzt nicht viel ausgewichen, glaube ich. Also jetzt kommt eben dann der Kundschafter oder Dämonenjäger. Das sieht man maximal an der Fähigkeit jetzt hier noch. Beziehungsweise an der Rüstung kann man das ja eigentlich sehen, dass das ein Dämonenjäger ist. Aber das könnt ihr von mir nicht erwarten, dass ich das wirklich sehe. Hat es auch nicht geschafft. Alistair setzt sich durch. Aber hier die Barden. Also die Barden, die können richtig fett damit rausballern. Da geht es immer sehr, sehr,
sehr, sehr schnell, ja. Das sind jetzt, glaube ich, 2 Kundschafter, genau. Also doch, man kann sich anhand der Rüstung doch, muss ich mich mal dran gewöhnen. Sieht man, dass er jetzt zum Beispiel hier ein Dämoniker ist. Also wenn Shuhi jetzt Handsome Jack besiegt, ja, dann kann sich Handsome Jack wiederbeleben. Muss er jetzt hier noch nicht, aber Rocky, ja. Wow. Ist natürlich schade, Rocky ist ein Magier und der andere, Rocky ballert hier richtig Wein weg. Also wenn Dämonenjäger kämpfen gegen Magier und sie verlieren, dann ist natürlich schlecht. Also der Dämonenjäger kann extrem stark sein im Gildenfight, aber halt nicht gegen Magier. Da ist er echt ein bisschen verschenkt. Also das kommt auch immer ein bisschen auf die Konstellation drauf an. Und Never hat ihn trotzdem besiegt, trotz einmal wiederbeleben. Also da muss sich schon so ein Dämonenjäger auch zweimal wiederbeleben. Ja, jetzt haben wir hier einen Assassinen gegen einen Krieger. Assassine gewonnen. Wartungsgemäß. Man sieht aber auch anhand der Werte, also vom Level wie auch anhand der Werte, dass eigentlich die Fights, wie sie jetzt passieren, immer ein bisschen im Favorit liegen von dem Spieler aus Order 66. Ja. Okay, der Fight dauert ein bisschen länger. Assassine gegen Assassine, sieht man ganz klar. Wer weicht am meisten aus? Just Chris macht es hier ziemlich gut, aber hinten raus hat The Curious Man da doch nochmal ein bisschen was weggehauen. Jetzt probiert er noch von Tari ordentlich Damage mitzunehmen. Er blockt und er weicht nice aus. Also hier The Curious Man, der kann das auch durchziehen, aber jetzt war Schluss. Jetzt war Schluss, jetzt darf der Magier gegen den Krieger greifen, hat das Crit-Glück, passt also, aber ja, hier Magier gegen Magier ist klar, da sieht das ein bisschen anders aus. Count Tommy, fetten Crit ausbeißt, darf gegen Mozon kämpfen und boah, Count Tommy hat aber, boah, Count Tommy, Alter, was hat er denn hier gemacht? Count Tommy hat des Tages, oder? Vielleicht. Nice. Muss ich sagen, Count Tommy, ne, an der Stelle, war ja mein Festungspartner bis Festung 12, hat er super mitgemacht, hat gut geklappt. Hatte dann nicht mehr das Budget, um weiter zu skippen. Ursprünglich wollte es ja auch nicht machen, habe es dann doch gemacht. Erst ein paar Random-Angriffe, dann hatte ich ja dann den Black Lotus, der ja bei der Tavernenflotte jetzt hier auch spielt, glaube ich. Also, ja, trotzdem Count Tommy war eine super Geschichte mit ihm. Und, ja, ist auch seit Anfang an dabei und zieht durch, finde ich nice. Also, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Oh, Rostax hat entweder einen fetten Hit bekommen oder hatte sich nicht angemeldet. Das sah ein bisschen danach aus. Pilzkatapult kann auch eine Rolle gespielt haben. Pichka Hawaixia hier. Xir ist nochmal ein mitgegeben, reicht aber nicht. Oh, jetzt kommt auch noch der Bade raus, macht hier Schaden. Gott sei Dank hat das Attilaf noch verhindert, dass er mit dem gelben Schaden einen Crit reingefressen bekommen hätte. Jetzt hier so ein schöner, klassischer Kundschafter-Fight. Im Moment, ja, oder war das ein Dämonenjäger? Es sah ein bisschen aus, als wären beide ausgewichen. Also die Geschwindigkeit muss man sich dran. Jetzt ich wieder gegen Gamersky, nehme ihn mit und Rostbart, ja, geil, Rostbart schon wieder. Rostbart, Alter. Kriegt immer den fetten Bonus und haut hier alle Leute. Ja, Rostbart Robert, was er hier abreißt. Aber Kalash hat sich wiederbelebt. Das ist die beste Antwort, aber wirklich Rostbart Robert, hör mal auf, bitte, als Bade immer die goldene Melodie mit dem maximalen Schaden zu spielen, wenn du gegen mich kämpfst. Ja, du lässt mich hier richtig dumm dastehen, ja. Ego hat Kalash einen harten Fight abgewendet. Kalash musste sich nochmal wieder beleben. Jetzt hat er es schon zweimal, jetzt wird er es wahrscheinlich nicht mehr machen. Hat er auch nicht. Und jetzt kommen wir schon wirklich langsam zu den High-Level-Spielern jetzt hier. Ne? Also auch die Werte sind gestiegen. Es ist ein bisschen angeglichen oben. Also der Vorteil liegt jetzt nicht mehr unmittelbar bei den Spielern von der Order 66. Und auch Berserker, Chiara, also hat hier ordentlich reingeraged. Lukas probiert schon auszuweichen, was geht. Hinten gab es auch nochmal einen fetten Crit. Chiara nimmt Klecks komplett mal aus dem Leben. Also, da muss man auch mal sagen, ne, ist klar, wenn die im Mittelfeld da auch richtig krass performen, dann hast du hinten raus auch Probleme. Ja, jeder High-Level-Spieler, der Schaden von einem vorherigen Gegner mitkriegt, der kann problematisch werden, ja. Und gut, hier haben wir einen klassischen Kundschafter Fight. Sirius hat eigentlich die Oberhand, aber Alman Rossi hat halt Creator Code, beziehungsweise Profilbonus, ne, Kappa. Guck mal, Darth Monk hat 4000 Geschick und Ausdauer mehr. Und ja, geht ja auch fast down. Ne? Also die HP, die er abgezogen hat, der Alman Rossi gegen Darth Monk sehr wichtig. Jacques ist einer, der kann sich auch viel wiederbeleben, wenn er will. Der hat schon mal einen Fight auch ordentlich gecarried. Jetzt ist die Frage, ob er das gegen Zombie auch schafft. Zombie ein starker Krieger, definitiv. Und Jacques, ja, hat wirklich gesagt, nee, komm, gegen Zombie. Ja, da kann ich mich nicht wiederbeleben. Das nimmt er mir übel, der Kollege. Und deshalb darf jetzt Möwe Karten angreifen. Aber natürlich auch Kundschafter. Fetten Crit rausgeballert. Zombie, sehr, sehr starke Performance. Tuny jetzt als Kundschafter gegen ihn. Und ja, da war es dann vorbei mit den Blocken und fetten Crits rausballern.
Verki übernimmt an der Stelle. Aber Tuni, ja, hat sich auch nochmal ein bisschen nicht lumpen lassen, ist viel ausgewichen. Elias haut hier auch fette Crits raus. Also das darf man echt gar nicht unterschätzen, die Magier, was die teilweise abreißen. Also auf EU1 war ich ja auch ein Magier, aber ich habe mich bei Weitem nicht so stark gefühlt wie die Magier hier im Midterm. Aber gut, da habe ich den Char einfach vielleicht auch nicht gut genug gespielt. Black Lotus setzt sich ja, Black Lotus hat richtig krasse Werte, muss man gucken. Also wir haben natürlich oben auch Spieler, die haben jetzt ein höheres Level, aber teilweise von den Werten sind sie gar nicht besser wie manche unteren Spieler. Und ja, so ein Black Lotus, ne, mit 29.000 Geschick, der carryt da theoretisch schon viel, hat ja ein bisschen Pech, dass Presakias viel ausgewichen ist. Jetzt haben wir nochmal einen schönen Fight gegeneinander hier, Kundschafter gegen Assassine, aber auch Strandkorb, halt ein richtig krasser Spieler, krasse Werte dabei. Also eigentlich müsste der den Fight gewinnen und das macht er jetzt ja auch. Vernados probiert das jetzt aus als Dämonenjäger. Dann ist immer die Frage, tut sich Vernados wiederbeleben, wenn Strandkorb ihn besiegt? Kommt mir jetzt nicht dazu, Kev übernimmt, aber ja, gegen so einen Krieger wäre es natürlich nice, wenn er sich wiederbelebt. Hat er sich. Deshalb muss Kev so jetzt ran. 366er Assassine. Hat den Char-Bonus definitiv. Die Werte sprechen für Kev. Kev ist auch wirklich krass. Also der Capso spielt ja auch gut, definitiv. Na, oh, fette Crits rausgeholt. Er hat auch das Pech, dass er sich nicht wirklich ausreicht. Okay, das ging jetzt mega schnell. Rengoku jetzt Barde mit gelbem Bonus gegen Morpheus. Haut ihn nochmal einen weg, aber Grollo hat das sehr gut gelöst. Hat also auch keinen Schaden bekommen von der gelben Barde. Also ist immer ganz wichtig, wenn der gelbe Barde nochmal einen Angriff rausballert, wird es ganz schwierig. Grollo hier mit einer starken Performance anscheinend. Belzebub muss jetzt versuchen, das irgendwie zu reißen. Ja, sieht ganz gut aus im Moment, aber sobald da ein Crit kommt, dann sieht es schon wieder anders. Oh, Grollo, was für ein Crit. Boah, sehr unlucky. David jetzt gegen Nicknack. Die Werte sprechen für Nicknack. Also das fällt dann doch auf, dass tendenziell jetzt im oberen Drittel dann doch die Werte etwas besser sind bei einigen Spielern von Tavernenflotte. TC, ich kann den nicht aussprechen, Theum, nenne ich hier einfach mal, hat aber auch starke Werte. Und das zeigt er jetzt hier. Der darf gegen Spieletrend kämpfen. Da darf er jetzt nicht nervös werden, muss am Ball bleiben, wie die ein oder anderen Fußballer jetzt. Nächstes Jahr Heim-Event-Cover. Aber Spieletrend setzt sich da durch. Stärkste Assassine hier im Gildenfight, aber ja, Vex hat den dann einfach mal wegberserkt. Ne? Und dafür haut Lefty ihn auch aus. Also Lefty ist, glaube ich, auch einer, der oben viel macht mit seinen Crits. Hier hat er ein bisschen Pech gehabt, aber Lady Toxic trotzdem gleich wieder weg. Predator ist weg. Typisch Andy, der hat gleich nochmal weggehauen. Jakito, wenn er sich nicht wiederbelebt, wird es ganz schwierig. Dudleys kann zwar übernehmen, hat jetzt hier auch die Baden-Power, crittet aber nicht gegen The Rock und ja, naja. Ja, die hatten noch einen über neben The Rock. Also es war trotzdem auch ein knapper Fight. Ja, Jakito hat sich nicht wiederbelebt. Und also es ist echt wirklich krass. Man kann diese Fights analysieren. Klar, es ist RNG. Ja, dem einen Fight, ne, da macht der eine seine Performance, im anderen Fight macht ein anderer seine Performance. Aber also ich glaube, in einigen wichtigen Momenten war es ganz gut, dass die Tavernenflotte hat zweimal, glaube ich, eine Barde denied von uns. Oder keine Ahnung, also Dämonenjäger hinten, also man muss ja nur mal gucken, also der Hatterleis klar ist Barde, der muss seine Melodie spielen und muss critten. Ja, dann kann er auch mal 2 Leute wegballern nach oben. Jakito, vom Level halt, der zweithöchste Spieler ist Dämonenjäger. Da ist natürlich sehr entscheidend, ob er sich wiederbelebt oder nicht. Definitiv, sehr entscheidend. Also das muss man an der Stelle sagen. Andy als Berserker, klar, muss auch ragen. Ich glaube, Andy war ja auch ganz schnell weg. Also da gab es gar keinen Rage an der Stelle. Lady Toxic auch. Hat sich nicht wiederbelebt. Also die höchsten Spieler in ihren Fähigkeiten, wenn die dort nicht eingesetzt werden können oder das Pech haben, dass es nicht triggert, dann hat man es als Gilde natürlich schwer. Und das bedeutet, die Fights, die wir gewinnen, dann haben wir oben wahrscheinlich auch einen Vorteil von den Fähigkeiten gegenüber der Tavernenflotte. Also es ist ganz entscheidend. Deshalb ist auch manchmal ganz wichtig, wie die Zusammensetzung überhaupt ist innerhalb der Gilde. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nochmal gucke, Freya Feuerfeld ist ja auch Dämonenjäger. Also Freya kam gar nicht dran. Ja. Und wenn jetzt natürlich Datalize gegen Freya kämpft und Data ballert die Crits raus, aber Freya revived sich, dann hat natürlich Freya den Vorteil zum Beispiel. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Niro ist ja auch
Dämoniker. Also da geht es halt aufs Gleiche. Ne? Buttplug ist Bade. Die haben sogar noch mehr Spieler eigentlich. Also ich glaube, Buttplug war noch, The Rock war nach Buttplug dran, also Freya, Nero und Freya waren ja eigentlich noch da, also theoretisch noch 2 über. Das habe ich gar nicht gesehen. Und das sind beides Dämoniker. Und klar, wenn du keinen Magier jetzt hast, der oben diese Stufe hat, der kann die nicht kontern. Also das, und selbst dann ist es 50-50, ne? Also man kann ja auch kritten. Ja. Also bei 2 Dämoniker kam nicht dran. Also deshalb im Schnitt ist Tavernenflotte in den Gildenfights stärker, aber nicht so stark, dass sie jeden Kampf gewinnen. Es ist wirklich sehr knapp. Es wird sich jetzt eine ganze Weile so bleiben. Es kommt immer drauf an natürlich. Im besten Falle hört halt gar kein Spieler mehr auf. Das kann der Tavernenflotte, wie gesagt, genauso passieren, aber ich denke mal, solange wie viele Spieler noch in der Dungeon-Pause sind, wird sich da nicht mehr so viel ändern. Also im Schnitt wird die Tavernenflotte wahrscheinlich in der Ehrenhalle schon eher auf der 1 bleiben und wir dann halt ganz knapp dahinter. Aber das heißt nicht, dass sie zum Beispiel beim Elevator auch auf die 1 kommen, ist klar. Hat auch mit Pilzeinsatz zu tun, ne? Das kann man nicht bestreiten, das ist im Gildenkampf anders. Aber die Chars, die pushen ja jetzt nicht extrem, ja, und außer vielleicht im nächsten Legendären dann nur, so dass viele dann auf Gold gehen, um sich ihre Skills nochmal zu verbessern. Aber selbst das macht jetzt keine großen Unterschiede aus. Da müssten das schon 30 Leute machen. Ja, also ich denke mal, dass wir hier eine ganz lange Zeit hinter der Tavernenflotte stehen werden, wenn auch knapp. Und nichtsdestotrotz ist Tannet auch eine Gilde, die haben ja das ähnliche Spiel mit Heimathafen. Also das ist auch wirklich sehr knapp zwischen den beiden Gilden. Und ja, potenzielle Gilden dann haben wir ja trotzdem auf dem Server, auch wenn die dann in der Stärke natürlich nicht so nah rankommen werden. Also man hofft natürlich nicht, dass sich hier plötzlich irgendwann mal 3 von diesen Gilden fusionieren. Ja, dann stellen die auch nochmal eine Bedrohung dar, definitiv. Aber so sieht es im Moment nicht aus. Also EU5 ist wirklich ein guter Server und hat sehr spannende Kämpfe, Rang 1 und Rang 3. Das ist halt auch cool. Also ich denke, die Gildenfights zwischen Tannet und Heimathafen sehen da sehr ähnlich aus. Ja. Bei uns sieht man natürlich dann, da schon irgendwie einen Unterschied. Also ich darf hier gegen Neutral kämpfen. Neutral war aber schon angehittet. Dann Goku, so Logo, klar, jetzt sind einige noch schwächer dran, ja. Also konnte ich mal ein paar Leute mitnehmen. Aber ja, man sieht es halt hier. Oh, ich war sogar Hero of the Day, ich wusste es gar nicht. Ja, Zombie hat bei uns geendet. Also da ist natürlich schon extremer Abstand. Weil einfach in der Breite natürlich die besten Leute in der Tavernenflotte und in Order 66 sind. Aber nice. Bin ich mal Hero of the Day, ey. Wow. Hab ich wirklich jetzt nicht gedacht. Ja, gut. Das wollte ich euch mal zeigen. Das macht es sehr spannend. Auch die Dungeon-Pause, wenn sie nicht ganz so spannend ist. Man muss jetzt dranbleiben. Man muss seine Alu spielen. Man muss alles mitnehmen. Ich habe gestern zum Beispiel wirklich leider viel Alu verpasst zum Event noch, zum letzten Tag, was richtig dumm ist. Habe dafür heute wirklich immer wieder die Stadtwache auch abgeholt und so und versucht das irgendwie zu kompensieren, obwohl es halt nicht kompensiert. Ich muss echt so sehen, dass ich das versuche zu vermeiden und ich probiere meistens 0 Uhr dann gleich meine Alu zu machen. Heute habe ich das zum Beispiel auch gemacht, dass ich die komplette Alu spiele gleich. So kann ich nicht Gefahr laufen, da zumindest zu verlieren. Ja, bei den Pets habe ich genügend Früchte, aber ich habe mir das ausgerechnet. Ich muss noch mindestens zweimal füttern mit 3 Früchten, damit ich mit Fluid auch Hydrosphere schlagen kann. Also das ist richtig scheiße gelaufen. Ich sammle jetzt bei den anderen. Bei Feuer bin ich schon bei 100 Erde, kriege ich es auch demnächst. Bei Licht dauert es natürlich noch, aber auch bei Schatten bin ich heute auf 100 gekommen. Also ich verliere hier ein bisschen. Und bis ich dann natürlich Hydrosphere auch mal auf einem ordentlichen Level habe, da werde ich immer wieder Probleme haben. Also wenn im Pet-Bereich zwischen 100 und 150, viel höher werde ich nicht kommen. Also dann nicht in nächster Zeit. Also selbst wenn ich Glück habe mit den Fights. Ich habe einfach viel zu viel verschenkt. Das ist aber nicht schlimm. Denn die Gilde ist ja entscheidend und da haben wir ja gesehen, dass es richtig spannend ist. Dank auch der Tavernenflotte, muss man mal sagen. Also es ist immer nur so spannend, wenn halt auch 2 Teams auf sehr hohem Niveau gut arbeiten. Und das machen sie. Nicht nur die beiden, aber das, wie gesagt, sind die stärksten Gilden und Tannet, Heimathafen sind dann im Prinzip im Verfolgerfeld auch schön knapp unterwegs. Nice Geschichte. Das war's von mir.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.